Ja, herzlich willkommen. Sie haben sich heute für eine Kardisiographie angemeldet und ich möchte Ihnen im Folgenden kurz erklären, wie das Ganze abläuft, wie das Ganze funktioniert und was wir vielleicht an Ergebnissen bekommen können und wie wir das interpretieren können. Ja, für wen ist die Kardisiographie eigentlich? In allererster Linie sind das Patienten, die bisher noch gar nicht am Herzen ein Problem hatten und sich aber fragen, was mit dem Herzen sein könnte, beziehungsweise die einfach gerne wissen möchten, ob sie eine Erkrankung am Herzen haben. Wenn Sie zum Beispiel Herzrhythmusstörungen haben oder Luftnot, also Belastungsluftnot bei körperlicher Anstrengung, oder aber auch so ein Druckgefühl auf der Brust, dann ist die Kardisiographie eigentlich eine ideale Untersuchung für Sie, weil wir sowohl Durchblutungsstörungen als auch Strukturveränderungen des Herzens, also das Herz ist zu groß, das ist zu klein, es ist zu dick, es hat vielleicht Narben, es hat vielleicht Herzklappenveränderungen, weil wir da erste Hinweise in der Kardisiographie bekommen können, ob so etwas vorliegt. Wir wissen dabei zwar nicht genau, was es ist, wir können aber eben relativ stark vermuten, dass die Struktur des Herzens verändert ist oder dass die Durchblutung des Herzens verändert ist. Patienten, wo wir sagen, die wären nicht primär geeignet für die Kardisiographie, sind Patienten, die bereits viele Untersuchungen, also Herzuntersuchungen gehabt haben, also zum Beispiel eine Herzkatheteruntersuchung oder Bypass-Untersuchung. Das wäre nicht primär die Patientengruppe, die wir ansprechen wollen, sondern wir wollen eigentlich die Patienten ansprechen zur Prävention, also zur Vorbeugung, dass keine Herzerkrankung passiert. Und selbst wenn Sie überhaupt gar keine Symptome haben, also gar nicht Ihr Herz spüren, kann es sehr wohl sehr sinnvoll sein, dass Sie diese Untersuchung machen. Warum? Weil wir sehr häufig Risikofaktoren haben, zum Beispiel die Zuckererkrankung oder zum Beispiel Bluthochdruck. Das spüren sie auch nicht. Aber wir wissen heutzutage, dass Patienten mit diesen Grunderkrankungen sehr wohl auch Strukturveränderungen oder Durchblutungsstörungen am Herzen haben können. Und daher ist auch die Untersuchung für Patienten mit Herzrisikofaktoren, also Bluthochdruck, Zuckererkrankung, Cholesterin, Stoffwechselstörungen, Raucher, also Patienten, die lange Jahre zum Beispiel geraucht haben, auch selbst wenn sie jetzt nicht mehr rauchen, ist es eine sehr sinnvolle Untersuchung zu gucken, gibt es Durchblutungs- oder Strukturveränderungen. Gehören Sie zum Beispiel zu den Patienten, die eine Herzmuskelentzündung gehabt haben, sei es durch Corona oder auch ein anderes Virus oder aber auch durch eine Impfung das Gefühl haben, danach habe ich Herzrhythmusstörungen entwickelt oder ich habe eine Luftknappheit oder ein Druck- und Engegefühl. Auch hierfür kann die Kardisiographie eigentlich sehr gute Hinweise geben, weil wir auch hier leichte Durchblutungsveränderungen und leichte Strukturveränderungen, die Sie zum Beispiel bei einer Infektion am Herzen haben können, messen können. Und selbst wenn Sie bereits mal sich kardiologisch haben untersuchen lassen, zum Beispiel mit eines Ultraschall oder eines Belastungs-EKGs, dann kann es trotzdem sein, dass wir in der Kardisiographie Auffälligkeiten entdecken, die zum Beispiel mit konventionellen Methoden eben wie dem Belastungs-EKG, Ruhe-EKG oder dem normalen Ultraschall nicht zu sehen sind. Dadurch, dass wir auf dem Rücken ebenfalls eine Elektrode haben, haben wir also nicht nur eine Ebene im Brustwandbereich, sondern wir messen auch durch die Brust hindurch. Die Kardisiographie ist also ein dreidimensionales Verfahren. Das bedeutet, wir können die Ströme in alle Richtungen messen. Und das heißt nicht nur in einer Ebene, sondern wir können die elektrischen Signale also zum Beispiel nach hinten heraus, nach vorne heraus, in die Tiefe heraus messen. Und dadurch ergibt sich eben aus dem ganz normalen EKG ein dreidimensionales EKG mit sehr viel mehr Informationen, wo wir sehr genau erkennen können, dass zum Beispiel in gewissen Arealen des Herzens eine Narbe vorhanden sein könnte. Weiterer Unterschied ist, dass wir die Informationen nehmen, also diese vielen, vielen Parameter, die wir zusätzlich generieren können, um diese auszuwerten mit einer künstlichen Intelligenz, also einem Computer, der Muster erkennt, die uns viel genauer dazu führen, ob es eine Veränderung am Herzen gibt oder nicht. Das müssen Sie sich so vorstellen, wie wenn Sie eine Lupe nehmen und mit dieser Lupe sozusagen dieses EKG nochmal durchforsten nach speziellen Parametern, die zum Beispiel eben pathologisch sind, also krankhaft sind. Ja, gibt es irgendwas zu beachten, bevor Sie sozusagen hier zu uns kommen zur Kardiografieuntersuchung? Also bequeme Kleidung wäre sicherlich gut, denn Sie müssen den Oberkörper frei machen. Das wäre ein Punkt. Dann würde ich Ihnen empfehlen, jetzt nicht vorher
starken Sport gemacht zu haben, sondern eben relativ entspannt hier anzukommen und auch früher anzukommen als der Termin, sodass die ganz entspannt auch unsere Herz-Kreislauf-Fragen zu Ihnen, zu Ihren Symptomen, zu Ihren Risikofaktoren, dass Sie das bequem ausfüllen können, denn es ist ja für uns wichtig, auch von Ihnen Informationen zu haben. Und wenn Sie zum Beispiel Kaffee trinken möchten, dann dürfen Sie das gerne tun. Allerdings auch da in Maßen, da der Kaffee dazu führen kann, dass die Herzfrequenz deutlich ansteigt. Und wenn eine Herzfrequenz deutlich ansteigt, kann es manchmal sein, dass das Ergebnis nicht ganz so optimal und nicht ganz so genau ist, wie wenn wir ein ruhigeres Herz oder einen ruhigeren Puls hätten. Wie läuft die Untersuchung ab? Sie werden, nachdem Sie den Anamnesebogen ausgefüllt haben, wird eine MTA von uns Sie mitnehmen in einen ruhigen Raum. Den Oberkörper müssen Sie dann frei machen. Die Elektroden werden angeklebt an die charakteristischen Stellen und der Computer wird dann mit Ihren Daten befüttert und es geht dann los mit der Datenaufnahme. Diese Datenaufnahme dauert circa 4 Minuten. Das kann mal etwas kürzer sein, das kann auch mal ein bisschen länger sein. Der Computer meldet sich dann und sagt, er hat die Datenaufnahme erfolgreich abgeschlossen. Dann werden diese Daten, die erhoben worden sind, die werden dann in ein Rechenzentrum anonymisiert verschickt. Innerhalb von 10 Minuten etwa kommt dieser Report zurück. Dieser Report wird dann ausgedruckt und nachdem wir uns da ein genaues Bild gemacht haben, werden Sie innerhalb von 24 Stunden per Telefon angerufen und ein Facharzt erläutert Ihnen die Ergebnisse und würde auch Empfehlungen aussprechen, was denn jetzt daraus resultiert, aus dieser Kardiographie, aus Ihren Symptomen und auch aus Ihren Risikofaktoren, die Sie uns angegeben haben. Wenn die MTA alle Elektroden angelegt hat und Ihnen sagt, dass jetzt die Messung losgeht, ist für Sie ganz wichtig, Folgendes zu beachten. Bitte in der Zeit so gut wie nicht bewegen, zum Beispiel auch das Handy nicht mitnehmen während der Datenaufnahme, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und vorher sich klar zu machen, ist Ihnen kalt oder nicht. Denn Kälte sorgt dafür, dass es manchmal zu Muskelzittern kommt, dass Ihnen einfach nicht wohl ist und dann wird die Datenaufnahme auch nicht besonders gut. Was können wir nun sehen bei den Ergebnissen oder wofür kodiert eigentlich die Kardiographie? Das eine wären Veränderungen der Herzdurchblutung. Das bedeutet also, vielleicht sind Herzkranzgefäße nicht optimal aufgestellt in der Blutversorgung des Herzmuskels. Das wäre eine wesentliche Konsequenz und dann würde man sich überlegen, das weiter nachzuprüfen mit einem anderen Verfahren, zum Beispiel dem Stress-MRT oder auch dem Herz-CT oder auch der Stress-Echokardiographie oder der Myokard-Szintigraphie. Also alles Verfahren, die nochmal jetzt klarstellen, ob das, was in der Kardiographie gesehen worden ist, ob wir das auch in den Bildern nachvollziehen können, um zu schauen, ob es tatsächlich relevante Veränderungen sind oder ob es zwar Veränderungen sind, die aber jetzt nicht besonders gefährlich sind. Wir sehen das häufig zum Beispiel bei Sportlern, die haben ein vergrößertes Herz, die haben eine verstärkte Muskelmasse, sind aber eigentlich gesunde Patienten, die zum Beispiel nur Herzrhythmusstörungen haben. Und da muss man ganz klar unterscheiden, es gibt relevante Veränderungen, die unbedingt abgeklärt gehören und es gibt Veränderungen, die sind zwar mit der Kardiographie zu messen, die haben aber keine große Relevanz und sind nicht besonders gefährlich. Was bedeutet es jetzt, wenn die Kardiographie in Ordnung ist? Auch da kann man sagen, dann ist die Herzmuskeldurchblutung, die wir messen, beziehungsweise wir messen ja die elektrischen Effekte einer Herzdurchblutung auf den Herzmuskel. Wenn wir da also ein gutes Ergebnis haben, dann würden wir definitiv sagen, ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von über 95% auch alles in Ordnung. Das heißt, Sie haben keine Durchblutungsstörung. Das bedeutet nicht, dass Sie nicht zum Beispiel Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen haben. Das sagen wir nicht. Wir sagen nur, dass die Herzdurchblutung dazu führt, dass wir einen gut versorgten Herzmuskel haben mit Sauerstoff, der gut funktioniert und nicht auffällig ist. Das wäre der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn wir auch in der Struktur des Herzens keine Auffälligkeiten sehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie zum Beispiel eine Narbe oder zum Beispiel einen sehr stark verdickten Herzmuskel haben bei Bluthochdruckerkrankungen sehr gering bzw. fast ausgeschlossen.
Das sehr Positive an der Untersuchung ist, dass sie eigentlich überhaupt gar keine Nebenwirkungen hat. Wenn man mal davon absieht, es gibt Klebeelektroden, die können mal leichte Hautreizungen machen, aber ansonsten ist es ein komplett nicht invasives Verfahren, wo wir extrem genau das Herz vermessen und wo es eigentlich keinerlei Nebenwirkungen gibt.